Ich bin der Walter Bachmann, Alphornmacher in der 3. Generation. Bin gelehrter Bauer, bin hier auf dem Knobel in Meckiwil, fast zuoberst im Emmental aufgewachsen. Wo schon der Grossetti hat zum Bauernzug angefangen Alphörner machen im Nebenerwerb. Mein Vater hat das Handwerk übernommen und ich darf jetzt in der 3. Generation das Handwerk weiterführen. Das Holz für unsere Instrumente, die wir brauchen, ist Haselfichte. Haselfichte ist spezielles Klangholz. Es tut die Schwingungen sehr gut leiten. Es ist auch das Holz, das Geigen, Gitarre, Klavierbauer brauchen für ihre Instrumente. Wir brauchen unser Holz, das in der Region gewachsen ist. Es ist Holz, das feinjährig ist, wo wir herauslesen können, hier in der Nähe von einem Sagereibetrieb, der für uns Vorsortierung macht. Wir gehen die besten Bitzen reichen, die nachher bei uns lagern, 5 bis 6 Jahre, bis das Holz lufttrocken ist, bis wir dann dran werken können. Ich bin Schenk Roland, komme auch hier von diesem Knobel oben. Ich habe das Bauern gelernt und habe gebaut, manches Jahr. Und so ab 35 habe ich endlich angefangen mit Hölzigem arbeiten. Das wollte ich schon beim Schule eigentlich wollen. Und glücklicherweise habe ich hier beim Nachbar, bei Bachmanns, zufriedenstellende Arbeit gefunden. Sehr viele haben das Gefühl, wir schnetzen ein Alphorn aus einem ganzen Baum. Das hat sich natürlich geändert, das ist nicht mehr so. Ganz früher ist das Alphorn aus einem krumm gewachsenen Tandli gemacht worden. Und heutzutage tut man das Holz nach der Feinjährigkeit zusammenstellen. Man will vor beim Trichter, beim Schallstück, Becher, wie wir sagen, ganz weiches Holz, und darum nehmen wir Holz, das ein bisschen schneller gewachsen ist, wo die Sommerjahre ein bisschen breiter sind, dass der Weichholzanteil am Instrument ein bisschen höher wird. Gegen dem Mundstück zu tun wir irgendwie feiner werden. Dort will man Präzision, Genauigkeit.
Und Holz, das ganz feinjährig ist, dort bringt man einfach eine bessere Präzision her. Das Instrument kann durch das genauer gemacht werden. Und von dort her kann man sich vorstellen, von unten, vom Becherstück bis oben zum Mundstück wird man irgendwie feiner vom Holz her. Und durch das nehmen wir eben nicht vom gleichen Baum, sondern wir stellen das Holz extra zusammenstellen, von vor dem Becher bis hinten zum Mundstück. Es ist ja so, dass man das Instrument nicht einfach gerade auf das letzte Maß zuschneiden kann, sondern wir brauchen ein bisschen Spatzung. Das heisst, man fängt die verschiedenen Durchmesser an, die gröber sind, und dann wird man immer feiner. Man tut sich herentasten, das Maß, das man zuletzt hat. Das heisst, am Anfang sind wir einen Zentimeter zu grob und dann werden wir immer feiner und zuletzt gehen wir bis auf einen Zehntel her, das richtige Maß, das nachher Perfektion ist vom Instrument. Beim Hobeln schaue ich darauf, dass die Wuchs richtig ist, dass man nicht den verkehrten Weg hobelt, sonst gibt es Ausrisse. Dann muss man das Zeug zusammenpassen, dass es genau die Flucht hat, vom Becher und vom Ansatz vom Rohr. Zuerst muss man die schön zusammenpassen, dass das Haar genau passt. Und hinten muss ich jetzt noch schauen, dass ich der genug abhobeln, dass man es auch verleimen kann, dass das schön zusammenpasst. Um das Instrument eigentlich zu verzieren und fertig zu machen, brauchen wir die schmucken Nussbaumringe. Die mittig und hinter dem Becher sind, das ist Dekoration. Der Abschlussring vor dem Trichter, der hat auch klangliche Funktion. Er tut den Ton eigentlich in die Weite leiten. Wenn man also das Weichholz abschliessen mit einem harten Holz, wie das der Nussbaum ist, dann führt es eben den Ton etwas weiter, weil er sich nicht in die Breite verstreuen. Und zudem ist Nussbaum natürlich sehr schön zu der hellen Fichte. Es gibt einen schönen Kontrast zwischen hell und dunkel.
Eigentlich tun wir so ein bisschen in der Philosophie von dem ursprünglichen Alphornwerken. Wenn man sich vorstellt, bei einem krumm gewachsenen Tandl ist der Jahrverlauf des Instruments eben schön mit dem Instrument gegangen, weil es so gewachsen war. Also die Jahre waren ja schön im Bogen gerichtet. Die Jahre waren ringsum im Becher und man hat durch das ein sehr gutes Schwingungsverhältnis zum Instrument bekommen. Jetzt tun wir das, weil wir heutzutage die Becher raussagen aus gerade gewachsenem Holz. Probieren in mehreren Schritten genau gleich herzubringen, dass eben die Jahre in Ringförmigkeit vom Instrument kommen, dass die Jahre schön mit dem Instrument verlaufen. Und durch das braucht es eben ein paar Arbeitsschritte. Ja, in unserer Werkstatt seht ihr nie eine moderne Maschine. Wir arbeiten mit alten Werkzeugen, mit Höbeln, die wir selber gemacht haben. Werkzeuge, die man sich zurechtlegt, die man probiert, so herzustellen, dass es ihm am meisten dient. Bei uns kommt es nicht darauf an, wie schnell die Maschine ist oder wie gut die Maschine ist in der Präzision, weil eben das Instrument aus Handarbeit besteht. Bei uns kommt es darauf an, wie man den Hobel führen kann, wie man das Gespür hat zum Holz mit den Dicken, was man aus dem Holz alles machen kann. Dass man den Klang hört, wenn man den Hobel führt, dass man eben weiss, jetzt tut man noch eine Schippe nehmen. Oder jetzt hört man auf, jetzt ist gut. Das ist eigentlich das, was unser Instrument ausmacht. Auf das legen wir besonders Wert, dass man eben ein Instrument hat, das eigentlich aus der Gespürigkeit vom Alphornmacher entsteht. Also unsere Philosophie ist ja eigentlich am Ursprung entsprechend. Wir hatten das Gefühl gehabt, wenn man alte Instrumente blasen, solche, die wirklich aus gewachsenen Bögen sind, dass die einfach ein unheimlich starkes Schwingungsverhältnis haben. Und von einem Ort her muss das kommen. Und durch unsere Philosophie von dieser Bauart probieren wir wirklich dem gerecht zu werden. Bei uns ist auch jeder Becher zuerst gespielt, bevor er fertig bearbeitet wird. Das heisst, wir probieren in feinen Arbeitsschritten probieren, den Klang richtig rauszubringen aus dem Alphorn, dass man eben vorne wirklich fertig schleift oder manchmal noch nachhobelt, um den Klang richtig rauszubringen aus dem Instrument und nicht jedes einfach genau gleich dick macht und serienmässig macht, sondern dass man eben genau probiert, das Holz anzuschauen, probiert, das Holz zu spüren und probiert, den Klang rauszubringen aus dem Holz. Das ist so ein bisschen unsere Firmenphilosophie.
Wenn man die 2 Becherhälften parat hat, tut man sie zusammenleimen. Man tut sie ein bisschen vorfixieren mit Weidenstäbchen, das heisst, dass man sie besser zusammenführen kann. Die Weide ist sehr ein biegfähiges Holz und daran tut es sich eben sehr gut eignen. Sie bricht nicht gerade sofort und gibt gleich eine schöne Richtung, für die man die 2 Hälften zusammenführen kann. Bei diesen Hälften schaut man gerne darauf, dass die Gleichungen zusammengehören, also von der Jahrstruktur her. Und dann tut man das so, also punktweise, tut man da nur provisorisch zusammenleimen, nur fein, dass man es einfach drechseln kann. Wenn man sie dann gedreht hat, also drechselt, tut man die dann später aufspalten. Für das Füssli nehmen wir Ahornholz, das ist zäh, spaltet nicht. Nachher muss ich mit dem Messel das schön anpassen an das Horn. Das braucht auch eine Menge Anlauf, bis das passt. Und wenn es dann passt, kann ich dann seitwärts den Messel weghauen. Später noch mal schleifen. Irgendwie feiner schleifen. Und dann nimmt man noch die Seitenkonturen, ein bisschen sagen und umschleifen. Und wenn es dann wirklich schön ist, wir noch das Intarsienblättchen einfräsen.
Das wird dann da so eingeleimt und zuletzt verschliffen.